Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Allblech-Kutscher Garage. Ja, in dem Video machen wir jetzt da mal weiter, was wir eigentlich schon vor längerer Zeit angeteasert haben. Und zwar Motorswap am E30. Aber ihr seht, wir sind im Keller und das liegt daran, weil wir halt erst noch ganz andere Sachen machen müssen. Ja, wir bereiten die Hinterachse vor. Bei meinem Auto haben wir einen Vierzylinder mit Trommelbremse. Das ist natürlich nicht zulässig für einen TÜV. Der will da hinten eine Scheibenbremse sehen und da braucht man neue Achsschenkel. In diesem Zuge kommen komplett neu gepulverte Achsschenkel, weil wir die schon öfter durchgegammelt hier an den Federteilen gesehen haben. Um das zu vermeiden, haben wir es eben neu gepulvert und das ist jetzt in eine kleine Teilrestauration ausgeartet. Genau, das bauen wir jetzt alles gemütlich zusammen und dann nehmen wir euch jetzt einfach mal mit. Gut, als allererstes müssen wir da das Radlager reinmachen und wir schauen, dass das hier alles schön sauber ist, weil wir im nächsten Step dann das Ankerblech drauf montieren möchten, weil dort Halterung für Bremsleitung ist. Und damit wir dann die Bremsleitung bauen können, müssen wir als allererstes mal hier alles so weit fertig machen, dass dieses Ankerblech mit dran ist. Im nächsten Schritt werden wir jetzt dann das Ankerblech montieren. So, wir sind jetzt hergegangen und haben die Schrauben von Sperber Classic genommen. Das ist das Schöne, weil die nämlich einmal komplett neu galvanisch verzinkt sind und ganz ehrlich, man macht da keine alten Schrauben mehr rein. Das ist jetzt an der Stelle keine Werbung, sondern das ist unsere persönliche Erfahrung, dass das Zeug gar nicht so verkehrt ist, also kann ich empfehlen. Das Schöne ist, auf jeder Tüte steht halt drauf, was wo drin ist, das macht es euch dann am Ende vom Tag echt einfach. Wir haben jetzt da das Thema, dass das Achsschenkel sind mit ABS. Sieht man hier, Loch für den ABS-Sensor, Verschraubung. Das Fahrzeug selber hat natürlich kein ABS, wie die meisten E30. Deswegen gibt es hier aus dem Forum so ABS-Sensor Delete Kits, mehr oder weniger. Das schraubt man einfach da drauf. Und das Schöne ist, dass vom Sperber dann die passenden Schrauben dazu gibt. Wie gesagt, Forum, Sperber. Und dann kann man das hier schön stilllegen, damit da kein Dreck reinfällt. Wir haben jetzt da die alte Bremsleitung. Ja, also würde noch mal gehen, müsste man einschmieren. Aber nee, also wenn man sowas macht, dann macht man die gleich komplett neu. Und wir machen es jetzt in dem Fall mit Cunifair-Leitungen. Da ist es so, die waren ja eine Zeit lang nicht erlaubt und mein letzter Kenntnisstand ist, dass die jetzt mittlerweile mit ABE gibt. Das ist ja zumindest in der Anzeige so gestanden. Und da ist wie gesagt der KBA-Nummer drauf. Schauen wir mal, ob man das dann im Video sieht. Und damit sind die dann tatsächlich zulässig und die sollen angeblich ja nicht mehr so weggammeln. Sollen sie relativ einfach biegen lassen und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Also wir bauen jetzt die Leitung nach, werden da die Anschlüsse drauf, los geht's. So.
Immer ein bisschen Überstand drauf geben. Wir bürdeln jetzt da als allererstes mal den ersten Anschluss da drauf. Dafür haben wir ein Werkzeug von Vigor, können wir euch mal in der Beschreibung verlinken. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare da lassen, ob ihr vielleicht noch was Besseres habt als das. Man nimmt hier das Einstellstück, damit schiebt man die Leitung quasi auf Anschlag rein und macht da erstmal fest. Und dann mit der richtigen Pressschraube kann man das dann innen drin bördeln. Genau, so sieht jetzt die Bördelung aus. Tatsächlich ist bei solchen Aktionen lohnenswert, die alten Bremsleitungen erstmal aufzuheben, weil dann hat man ungefähr eine grobe Richtung, wo es denn hingeht. Okay, jetzt schauen wir mal, ob das Konstrukt hier schon ungefähr so passt, wie wir es uns vorstellen. Die Restanpassung machen wir dann am Achsschenkel selber. Wir müssen jetzt bloß schauen, dass wir das jetzt richtig abschneiden. Und die Bördelung muss hier quasi auf 0 auf dieser Ebene sein. Das heißt, wir schneiden mit minimalstem Überstand da ab, dass wir genau die richtige Länge erreichen. Das markieren wir uns jetzt. So, markiert. Schauen wir wieder raus. Eigentlich gar kein so ein Drama, ja? Ne, überhaupt nicht. Das ist eigentlich total easy. Man muss ja bloß einmal trauen, die Bremsleitungen zu biegen. Ich biege mal einmal vorher in Form quasi. Und dann die Endausrichtung machst du immer am Achsschenkel. So, jetzt macht man einen Klassiker, krümmt es erst und dann stellt man fest, Anschlussstück vergessen. Auch ein Klassiker war jetzt das verkehrt rum drauf zu machen. So. Geht schon weit. Damit wäre jetzt einmal die Leitung schön neu. Das heißt, da haben wir jetzt auch erst einmal Ruhe. Schön auf die ganzen Distanzen geachtet, dass nichts angeht irgendwo. Passt. Müssen wir bloß noch die Längslenkerlager reinmachen. Und was man natürlich nicht vergessen darf, Radnabe. Auch wieder Spindel, großer Käfig drüber. Was ja ganz wichtig ist, innen drin am Lager abstützen, am Lagerring. Nicht jetzt die große Konstruktion machen, außen auflegen, sondern innen drin am Innenring vom Lager abstützen. Weil sonst hat das Lager gleich mal einen gemütlichen Vorschaden. Rüsten wir gleich noch die PU-Lager in die Längslenkerlager nach. Viele sagen, ja, wie kannst du hier nur PU verbauen, dies, das, jenes. Also wir fahren das jetzt in alle unsere Fahrzeuge, fahren wir jetzt da PU. Erstens mal, weil es einfacher zum Montieren ist. Zweitens einmal, weil wir dadurch keinen Nachteil spüren, eher nur, sage ich mal, direktere Fahreigenschaften. Aber falls ihr da andere Meinung habt, auch gerne wieder in die Kommentare. Hier nur kurz aufpassen, gibt einmal dicke Seite, einmal dünne Seite, dicke Seite nach außen.
Die andere Seite haben wir jetzt natürlich genauso gemacht. Das wird sich natürlich nicht, wenn wir nur mal genau das gleiche mitfilmen, aber am Ende vom Tag ist es dasselbe, bloß spiegelverkehrt. Die Achsschenkel sind jetzt damit dann soweit ausgerüstet. Wir haben hier spaßeshalber schon mal einen Sattelträger und einen Bremssattel eingehängt. Müssen wir in einem von den nächsten Videos uns auch noch drum kümmern. Und zwar, wir müssen den hier komplett wieder hochrüsten. Mit Kolben und allem drum und dran, aber das machen wir in einem separaten Video. Ansonsten sind die soweit jetzt einbaufertig. Die ganze Geschichte mit Bremsscheibe und Co. machen wir dann am Fahrzeug. Weil wir müssen uns ja nicht unnötiges Leben schwer machen. Wenn wir dann die schwere Bremsscheibe und alles drum und dran ans Auto hinheben müssen. Jetzt bekommt ihr noch einen kurzen Überblick von dem, was wir hier da gebaut haben. Und dann sehen wir uns in einem von den nächsten Videos wieder.